Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ab sofort besser denken. Die 5 Säulen der Gehirnoptimierung von Patrick Ian Meyer ist ein Buch, das sich grundlegend der Optimierung unserer geistigen Fähigkeiten widmet. In einer Zeit, in der unser Alltag von Reizüberflutung und stetiger Informationsflut geprägt ist, sehnen sich viele nach klarerem Denken, verbesserter Konzentration und gesteigerten mentalen Leistungen. Meyer präsentiert in diesem Buch 77 praxistaugliche Techniken und Hinweise, wie wir unser Gehirn nicht nur leistungsfähiger, sondern auch widerstandsfähiger gegen Stress und Ablenkungen machen können. Die Grundlage des Buchs bilden die sogenannten 5 Säulen der Gehirnoptimierung, die verschiedene Bereiche der kognitiven Entwicklung abdecken. Durch leicht verständliche, direkt umsetzbare Empfehlungen erhält der Leser einen umfangreichen Werkzeugkasten an Methoden, um sowohl Gedächtnis als auch Aufmerksamkeit, Konzentration, Fokus und die gesamte mentale Leistungsfähigkeit zu stärken. Das Werk richtet sich an alle, die ihr Potenzial aktiv entfalten wollen, sei es privat, im Studium oder im Beruf. Mit ihrem klaren Aufbau und der Fülle an nützlichen Tipps begleitet Meyers Buch den Leser Schritt für Schritt zu mehr mentaler Power, mehr Energie und einem spürbar leistungsfähigeren Gehirn. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die 5 Säulen der Gehirnoptimierung. Im Zentrum des Buches stehen die 5 Säulen der mentalen Verbesserung: Ernährung, Bewegung, Schlaf, mentales Training und Stressmanagement. Meyer beschreibt detailliert, wie jede dieser Säulen das Gehirn beeinflusst und warum ein Gleichgewicht zwischen ihnen entscheidend für die kognitive Leistungsfähigkeit ist. Im Bereich Ernährung gibt das Buch praktische Hinweise, welche Nährstoffe das Gehirn benötigen, um effizient zu arbeiten. Bei Bewegung werden gezielt Übungen vorgestellt, die nicht nur den Körper stärken, sondern durch Durchblutungsförderung und Neurotransmitterregulation auch das Denken beschleunigen. Im Kapitel über Schlaf wird klar, wie Schlafqualität und Quantität direkt mit dem Erinnerungsvermögen und der Kreativität verknüpft sind. Mentales Training umfasst Methoden wie Meditation, Achtsamkeit und spezielle Gedächtnistechniken, die helfen, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen. Beim Stressmanagement werden Strategien präsentiert, wie man Stress abbaut und Resilienz entwickelt, um die mentale Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das Verständnis dieser 5 Säulen bildet die Basis zur Umsetzung aller weiteren Tipps im Buch. Zweitens: 77 Techniken für den Alltag. Einer der größten Mehrwerte des Buches ist die umfangreiche Sammlung von 77 Techniken und Hinweisen, die Meyer kompakt und alltagstauglich vorstellt. Jede Technik ist darauf ausgelegt, sofort eingesetzt zu werden. Vom bewussten Atmen über gezielte Pausen bis hin zu Aktivitäten wie Gehirnjogging und kreativen Hobbys. Der Autor legt Wert darauf, dass die Methoden ohne großen Aufwand und ohne kostenintensive Hilfsmittel angewendet werden können. Ein besonderer Fokus liegt auf Routinen, die das Gehirn regelmäßig fordern und fördern, von kleinen Denkspielen über Ernährungstricks bis hin zu Bewegungsgewohnheiten. Durch klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen fühlt sich der Leser motiviert, direkt loszulegen. Sowohl für Berufstätige, Schüler, Studenten als auch für Senioren sind individuelle Empfehlungen gegeben. Die Vielfalt der Techniken garantiert, dass jeder passende Impulse findet, egal ob es um Konzentrationssteigerung, effektiveres Lernen oder mentale Erholung geht. Drittens: Gedächtnis und Lernfähigkeit fördern. Meyer widmet einen großen Teil dem gezielten Training des Gedächtnisses und der Lernfähigkeit. Er erklärt die neurobiologischen Mechanismen hinter Erinnerung und Wissenserwerb und demonstriert, wie diese durch bestimmte Übungen gestärkt werden. Themen wie Chunking, Gedächtnispalast, Assoziationstechniken und Visualisierung werden ausführlich beschrieben und mit Übungsaufgaben unterlegt. Ein weiterer Aspekt ist das Verständnis, wie Wiederholung und Pausenlängen das Langzeitgedächtnis beeinflussen. Der Autor zeigt, wie jeder nach und nach mehr Informationen schneller aufnehmen und sicherer abrufen kann. Zudem räumt das Buch mit populären Mythen rund ums Lernen auf
und vermittelt wissenschaftlich fundierte Prinzipien für selbstbestimmtes, nachhaltiges Wissensmanagement. Diese klar erklärten Ansätze machen es möglich, sowohl schulische als auch berufliche Lernprozesse erfolgreicher und nachhaltiger zu gestalten. 4. Steigerung von Konzentration und Fokus. Das Buch bietet zahlreiche praxiserprobte Strategien, um die Konzentration und den Fokus im Alltag zu verbessern. Meyer legt dar, wie äußere und innere Ablenkungen systematisch reduziert werden können, etwa durch die Minimierung digitaler Störquellen, das Einrichten produktiver Arbeitsumgebungen und die Einführung von Zeitmanagement-Techniken wie der Pomodoro-Methode. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die gezielte Steuerung der Aufmerksamkeitsspanne und das bewusste Vermeiden von Multitasking. Der Autor beschreibt auch mentale Techniken wie Achtsamkeitstraining und die Nutzung fokussierender Musik. Besonders hilfreich sind die Tipps, wie man mit einfachen Routinen und regelmäßigen Reflexionsmomenten die Grundlagen für nachhaltige Tiefenarbeit legt. Zu jedem Ansatz gibt es praktische Umsetzungsvorschläge, sodass der Leser in die Lage versetzt wird, dauerhaft ein höheres Konzentrationsniveau in Beruf, Studium oder Alltag zu erreichen. Schließlich mentale Leistungsfähigkeit ganzheitlich entwickeln. Abschließend unterstreicht Meyer, dass mentale Leistungsfähigkeit weit mehr ist als reines Auswendiglernen oder kurzfristige Konzentrationssteigerung. Das Buch verdeutlicht, wie wichtig es ist, Körper und Geist als Einheit zu betrachten. Neben den klassischen kognitiven Übungen werden auch Themen wie Emotionen regulieren, Motivation stärken und Ziele setzen behandelt. Der Autor erläutert, warum positive Eigenmotivation, soziale Bindungen und ein gesunder Lebensstil grundlegende Faktoren für dauerhaften mentalen Erfolg sind. Auch die Bedeutung von Selbstreflexion, Akzeptanz von Fehlern und das Annehmen von Herausforderungen werden intensiv diskutiert. All diese Impulse tragen dazu bei, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig geistig fit, belastbar und kreativ zu bleiben. Durch diesen holistischen Ansatz hebt sich das Buch positiv von reinen Ratgeberwerken ab. Zusammenfassend: Ab sofort besser denken. Von Patrick Ian Meyer richtet sich an alle, die ihre geistigen Fähigkeiten gezielt stärken und das Maximum aus ihrem Gehirn herausholen wollen. Für Schüler, Studenten, Berufstätige, Senioren und alle, die sich geistig fit halten möchten, sind die Methoden gleichermaßen anwendbar und bieten eine Fülle von Anregungen für den Alltag. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Menschen, die das Gefühl haben, sich oft ablenken zu lassen oder ihre Konzentration und Gedächtnisleistung verbessern möchten. Es eignet sich aber auch hervorragend für alle, die präventiv etwas für ihre mentale Gesundheit tun wollen. Der große Vorteil dieses Buches im Vergleich zu vielen anderen Werken liegt in der umfassenden, leicht verständlichen Aufbereitung und dem ganzheitlichen Ansatz. Die Kombination aus fundierter Wissensvermittlung, sofort anwendbaren Praxistipps und der Berücksichtigung aller Lebensbereiche macht Meyers Werk zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden, der mehr erreichen möchte. Die Vielfalt und Tiefe der enthaltenen Techniken ermöglicht es, individuell passende Methoden auszuwählen und gezielt umzusetzen. Dieses Buch ist mehr als ein reiner Ratgeber. Es bietet einen nachhaltigen Fahrplan für lebenslanges Lernen, dauerhafte mentale Fitness und mehr Lebensqualität. Wer das Beste aus seinen kognitiven Fähigkeiten herausholen will, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Die Investition lohnt sich nachdrücklich, denn sie bringt nicht nur kurzfristige Verbesserungen, sondern langfristig mehr Klarheit, Zufriedenheit und Erfolg. Wenn Sie unterstützen möchten: Patrick Ian Meyer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.